Dafür nimmt man kräftige, aufrecht, nicht komplett gerade, sondern leicht nach außen geneigte Triebe. Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Ich befinde mich heute am Gelände meiner alten Schule, der HBLA Klosterneuburg, und hinter mir stehen Holunderbäume, und um genau die geht es heute, weil wir werden heute mit euch gemeinsam einen Holunderbaum schneiden. Das Prinzip des Holunderbaumschnitts ist ein recht einfaches und auch schnell erklärt. Wir stehen hier vor Bäumen der Sorte Haschberg. Haschberg ist die weltweit am häufigsten gepflanzte Holundersorte. Dabei gehen wir jetzt so vor, dass wir immer wieder zweijähriges Holz entfernen, also Holz, das im Vorjahr bereits getragen hat. Der Holunder bildet nämlich immer am einjährigen Holz die Blütenknospen, die dann im kommenden Jahr als zweijähriger Ast fruchten. Genau diese entfernen wir und lassen immer wieder einjähriges Holz stehen, damit auf diesem wieder neue Blütenknospen gebildet werden, damit wir fürs kommende Jahr wieder fruchtbares Holz haben. Als Beispiel jetzt dafür, wir haben hier einen zweijährigen Trieb. Das kann man auch gut daran erkennen, dass wir eben hier bereits dann in diesem Jahr neue einjährige Triebe bekommen haben. Solche gilt es dann eben zu entfernen. Als Beispiel für einen Trieb, den wir belassen möchten, ist hier ein schöner einjähriger Trieb, der auch etwas aufrecht steht. Auch das ist uns wichtig, weil wenn wir, so wie hier unten, sehr flache einjährige Triebe haben, haben diese oftmals ein schwaches Wachstum und würden mit der Frucht, mit dem Holunder dann noch weiter nach unten und nach außen kippen. Haben wir aber, so wie hier oder hier, aufrechte, leicht nach außen geneigte einjährige Triebe, dann können wir mit diesen sehr gut arbeiten. Diese kippen dann durchs Fruchtgewicht auch wieder nach außen. Im Inneren der Krone können sich neue einjährige Triebe bilden. Im darauffolgenden Jahr würden wir dann diese wegschneiden und haben wieder aus der Mitte schönes neues einjähriges Fruchtholz. In einem älteren Video, das wir bereits für euch gedreht haben, wo wir über die Obstbaumschnittgrundlagen gesprochen haben, ich verlinke es euch oben an der Stelle in der Infokarte, haben wir auch das Prinzip der Scheitelpunktförderung erklärt. Und das ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass das System beim Holunderschnitt gut funktioniert. Das Gesetz der Scheitelpunktförderung sagt nämlich, dass ich, wenn sich ein Trieb nach unten biegt, man am Scheitelpunkt, und das wären in dem Fall beim Holunder hier die basisnahen Knospen, am stärksten austreiben. Und darauf beruht auch dieses Prinzip, dass, wenn der Trieb nach außen kippt, ich immer in der Mitte und nicht außen wieder starkes Wachstum bekomme und die Triebe, auf die ich dann im nächsten Jahr schneiden kann. Wenn man mit dem Schnitt eines Holunders beginnt, würde ich mich zuerst einmal darauf festlegen, wie viele einjährige Triebe möchte ich belassen am Baum. In diesem Fall waren es im letzten Jahr 6 Stück bei diesem Baum. Je vitaler, je kräftiger der Baum, desto mehr einjährige Triebe können belassen werden, desto schwächer das Wachstum und desto schlechter die Bedingungen, desto schlechter die Wasserversorgung und die Bodenbedingungen, desto weniger Ruten sollten belassen werden. In diesem Fall waren 6 Triebe sicherlich eine gute Anzahl. Man könnte vielleicht sogar noch etwas mehr belassen, vielleicht auf 7, 8 nach oben gehen. Ich werde jetzt dieses Jahr trotzdem noch einmal auf 6 Ruten schneiden, den Baum sicher nicht überfordern. Wenn ich nun die gewünschte Anzahl der Triebe fixiert habe, dann gehe ich so vor, dass ich zuerst einmal das zweijährige Holz herausschneide, also das schon im Vorjahr einmal getragen hat. Das zweijährige Holz, das erkennt ihr, wie schon gesagt, am besten daran, dass wir hier bereits einjährige Seitentriebe haben, und das kommt jetzt einfach ansatzlos heraus. Das mache ich jetzt natürlich beim ganzen Baum. Nachdem ich das ganze zweijährige Holz entfernt habe, entferne ich jetzt auch einjährige Triebe, die mir zu schwach gewachsen sind und jetzt schon zu flach stehen, wie beispielsweise diesen hier oder diesen.
Wenn jetzt auch das zu schwache Holz entfernt ist, dann gilt es jetzt, die Triebe, die belassen werden sollen, auszusuchen. Ich würde jetzt am besten finden, wenn wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 auswählen. Wie gesagt, da haben wir auch im Vorjahr schon 6 einjährige Triebe belassen bekommen. Das gleiche geben wir ihm heute wieder. Den Rest gilt es jetzt auch noch zu entfernen. Beim Wegschneiden dieses verbleibenden einjährigen Holzes kann man sich noch einer Technik bedienen, die man so eigentlich aus dem Weinbau kennt. Beim Weinbau schneidet man ja bei Spalier auch immer Strecker und Zapfen, also Tragholz. Das wären jetzt bei uns die kräftigen einjährigen Triebe, weil sie im kommenden Jahr dann die Früchte tragen. Und im Weinbau gibt es auch das sogenannte Ersatzholz, die Zapfen. Dabei schneidet man im Weinbau immer auf 2 Augen, die möglichst basisnah sind. Und genauso kann man das jetzt auch hier beim Holunder machen, damit man hier an der Basis kräftige Triebe im nächsten Jahr bekommt und nicht jedes Jahr hier etwas höher nach oben rutscht und irgendwann einmal 4-5 Meter große Bäume hat, die man vielleicht gar nicht möchte. Also auch hier haben wir jetzt zum Beispiel die Basisaugen und hier die zweiten, und genauso wie im Weingarten schneide ich auch hier jetzt einen Zapfen, also Ersatzholz mit 2 Augen. Wie gesagt, dieses Holz gilt es hier nahe der Basis zu schneiden und nicht irgendwo hier oben, weil wir wollen ja nicht jedes Jahr noch größer werden und nach oben rutschen. Nachdem wir jetzt das hier auch gemacht haben, schneiden wir jetzt noch die verbleibenden Triebe weg, für die wir uns vorhin nicht entschieden haben. Und damit ist unser Holunderbaum auch schon wieder fast fertig geschnitten. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist hier die vorzeitigen Triebe einzukürzen. Dafür schneide ich jetzt diese vorzeitigen Triebe immer noch auf ein Auge zurück. Das mache ich auch noch am gesamten Baum. Und wenn wir uns das Ergebnis anschauen, wir haben 6 starke einjährige Triebe. Das ist perfekt fürs kommende Jahr. Wir werden sicher wieder tolle Fruchtqualitäten hier ernten und mit diesem Baum sind wir damit fertig. Ich möchte euch jetzt auch noch einen Baum zeigen, bei dem der Schnitt auf diese eine Basis in den letzten Jahren nicht immer ganz funktioniert hat und wie man damit umgehen kann, wenn hier der Baum beginnt, jedes Jahr etwas höher zu werden. Wenn wir jetzt einen Baum wie diesen hier haben, bei dem in den letzten Jahren hier mehrere, ich nenne es jetzt mal, Köpfe erzogen worden sind, die von der Basis immer weiter nach oben wandern, dann empfiehlt es sich, diese jetzt einmal auch zurückzunehmen, um wieder möglichst knapp hier an einer Basis zu bleiben. Wieder gleiches Prinzip wie im Weingarten. Das heißt, bei diesem Baum würde ich jetzt auch wieder so vorgehen, dass man zuerst einmal das zweijährige Holz entfernt und dass wir dabei darauf achten, dass man, wo es möglich ist, das alte Holz, das hier oben Köpfe bildet, die unerwünscht sind, immer wieder zurücknehmen auf starke einjährige Triebe. Dabei muss man jetzt natürlich darauf achten, dass man sich genügend einjährige Triebe belässt und nicht dann am Ende, wenn man alle Köpfe herausgenommen hat, erst merkt, dass man eigentlich nur mehr 3 junge, schöne Triebe hat. Nachdem wir jetzt das ganze zu hoch gewordene Holz herausgeschnitten haben, um wieder näher an die Basis zu kommen, schneiden wir ihm jetzt auch wieder verbleibende zweijährige Zweige.
Und natürlich auch noch das einjährige Holz, das uns zu schwach ist und das wir nicht belassen möchten. Bei solchen Baumformen, bei denen wir jetzt wieder näher an die Basis zurückkommen möchten, bietet sich jetzt ein Schnitt auf Ersatzholz, also wieder diese Zapfen auf 2 Augen, ganz besonders an, um hier in den kommenden Jahren jetzt wieder an der Basis neue Triebe zu bekommen. Jetzt stellen wir nur noch die richtige Triebzahl für diesen Baum ein. Wir belassen hier auch wieder, wie beim vorigen, 6 einjährige Triebe. Und gleiches Prinzip wie beim vorigen Baum, auch hier nehmen wir jetzt nur noch die vorzeitigen Triebe auf ein Auge zurück und sind hiermit auch schon wieder mit unserem zweiten Holunderbaum fertig. Ihr seht, Schnitt von Holunder ist eigentlich nichts Kompliziertes. Man muss einfach nur schauen, dass einem der Stamm nicht zu hoch wird und dass man immer eine gesunde Triebanzahl und eine Fruchtastrotation im Baum hat, sprich das zweijährige Holz herausnimmt und einjährige Triebe im Baum belässt. Der Schnitt ähnelt ja schon, wie gesagt, etwas dem der Rebe. Wer das Video zum Rebschnitt im Spaliersystem noch nicht gesehen hat, auch das verlinke ich euch jetzt oben in der Infokarte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schnitt eurer Holunderbäume. Schöne Grüße aus Klosterneuburg.